Ich bin hier am Gymnasium Thun und werde Schülern im Rahmen unseres Engagements für Young Enterprise Switzerland, kurz YES, einen Vortrag geben bezüglich des geistigen Eigentums. Insbesondere geht es darum, den Schülern aufzuzeigen, dass es nicht nur geht, selber Rechte zu schützen, sondern auch die Rechte Dritter zu beachten. Wir engagieren uns für YES, weil wir National Partner sind. Das gibt uns die Möglichkeit, auch einen eigenen Preis auszuloben. Wir sind neu auch mit meiner Person in der Jury, die entscheidet, wer das National Program gewinnt. Das heißt, welche Mini-Unternehmung sich während eines Jahres als die beste erweist. Und weil wir neu in der Jury sind, ist auch das geistige Eigentum neu ein Kriterium, das bei der Bewertung ins Gewicht fällt, wenn es darum geht, den Sieger zu küren. Dieses Engagement des IGEs macht mir persönlich sehr viel Spaß. Denn ich konnte bereits in der Vergangenheit etliche Feedbacks von Alumni erhalten, die jetzt für YES arbeiten, die mir bestätigt haben, dass dieser Kurs bei ihnen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass sie auch heute noch gerne daran denken und sich erst durch diesen Kurs bewusst wurden, wie stark uns das geistige Eigentum jeweils betrifft, sowohl im Privaten als auch natürlich dann als Unternehmen, wenn es darum geht, seine Wettbewerbsvorteile zu sichern. Was in diesem Vortrag vermittelt wird, ist sowohl interessant und wichtig für Mini-Unternehmen, wie es auch für Start-ups oder gestandene Unternehmen relevant ist. Es spielt keine Rolle, ob man sich selber nun für den Schutz des geistigen Eigentums entscheidet oder nicht. Die entscheidende Frage ist, wie gehe ich mit diesem geistigen Eigentum um? Es geht darum, eine bewusste Entscheidung zu fällen. Selbst dann, wenn man sich gegen die Registrierung von Schutzrechten entscheidet, kann man dieses Thema nicht auf der Seite lassen, denn genauso wichtig ist es, die Rechte Dritter zu respektieren und dafür muss ich das System als Ganzes verstehen. Also es war sehr interessant, wir konnten viel lernen. Grundsätzlich hilft es uns, oder behaupte ich jetzt, würde es uns schon helfen, so zu verstehen, wie das ganze Markenrechtzeug funktioniert, was unseren Namen ausmacht oder eben gerade nicht. Wie wir, wenn wir nochmal ein Produkt machen, auf was wir später achten, um es dann auch die Marke durchzubekommen im Recht. Und grundsätzlich war es sehr interessant und auch die Tipps, oder beziehungsweise was er bis jetzt gesagt hat, ergibt auch mehrheitlich Sinn, war verständlich. Die wichtigsten Themen bezüglich der Mini-Unternehmen sind in aller Regel das Markenrecht. Hier geht es vor allem darum zu schauen, dass man nicht Dritten zu nahe kommt. Hier hat es bereits in der Vergangenheit ein paar Abmahnungsschreiben gegeben, wo dann die Mini-Unternehmen gespürt haben, dass der Markt tatsächlich reagiert und man sich nicht einfach auf die Position zurückziehen kann, wir sind ein kleines Mini-Unternehmen und uns findet ja sowieso niemand. Zusätzlich kommt jeweils das Thema des Urheberrechts stark zum Tragen, denn jedes Mini-Unternehmen macht eine eigene Webseite, jedes Mini-Unternehmen kreiert Fotografien und die Schülerinnen und Schüler sind sich nicht bewusst, dass es hier gilt, sich selber so weit zu schützen, dass man das Know-how, das man innerhalb einer Unternehmung selber entwickelt, auch tatsächlich mittels Verträgen schützt. Sie sind sich nicht bewusst, dass das Urheberrecht dem Schöpfer gehört und als Mini-Unternehmen hat man unternehmerisch zu denken und man ist nicht mehr einfach nur der Kollegenkreis, sondern man hat jetzt dafür zu sorgen, dass die Unternehmung erfolgreich sein kann.